Du kommst immer mit Rassismus. Ja. Islam ist eine Religion. Jeder kann Moslem werden. Mit Rasse hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist die erste Tagesschau von der Woche, der zweitletzte Tag. Ja, freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein heutiger Gast, der Berner Kabarettist Andreas Thiel. Er hat gerade einen Text geschrieben über den Koran, Titelgeschichte der Weltwoche. Er hat unter anderem den Religionsstifter und Prophet der Moslems, den Mohammed, als Kinderschänder, Massenmörder und auch als Sklaventreiber bezeichnet. Die Frage ist, warum macht er das? Was versteht er von der Sache? Was qualifiziert ihn dafür? Aber zuerst mal die Frage an dich, wer bist du? Ich bin Andreas. Und wer bist du? Ich bin der Roger. Ja, ich bin öfters da. Ja, ist gut. Ich stelle Fragen. Gut, kannst du mir noch etwas sagen zusätzlich? Oder ist damit alles gesagt? Andreas? Also, wer stellt die Fragen? Ich stelle Fragen. Du stellst Fragen? Ja, das ist eigentlich in dieser Sendung meistens so. Aber dann nimmt es mich Wunder, wer das ist, der mir die Fragen stellt. Ja, du bist Jod, oder? Ja. Und bist du jetzt eher so ein Papierjod oder ein Agnostikerjod oder ein gläubiger Jod? Das geht dich jetzt in dem Moment nicht an. Du willst einfach ablenken von dem, was du willst. Schöne Provokation. Was bist du für eine Religion? Wieso empfindest du als Provokation, wenn wir über Religion reden? Nein, wir reden ja über Religion. Aber jetzt die Frage nochmal, was bist denn du für eine Religion? Jetzt könnten wir Spiele spielen. Ja. Ich habe zuerst gefragt. Ja. Du redest jetzt immer noch von Provokation. Jetzt beantworte mal diese Frage. Du hast mir ja nicht gesagt, was du glaubst. Meine Religion, ich bin Christ. Ich bin auch gläubiger Christ? Hast du als gläubiger Christ bezeichnet? Gläubiger Christ, gläubiger Buddhist. Ich bin auch Pars, Anhänger vom Zarathustra. Ich bin ein Hindu, da bin ich Anhänger vom Vishnu. Jetzt gibt es sicher viele Christen, die würden behaupten, das geht gar nicht. Ich bin überzeugt, Jesus wäre anderer Meinung. Ich bin auch überzeugt, der Buddha findet das geht alles unter einen Hut oder unter einen Irokesen-Schnitt. Genau, und was glaubst du? Ja, nein, ich würde jetzt gerne mit dir. Ich weiss, du willst ablenken, weil du willst nicht, dass wir auf das Thema kommen. Du willst ja provozieren, nicht nur mit Worten, obwohl das Wort gewaltig gilt. Das langt aber nicht. Du musst es ja noch machen, rein äußerlich. Ich habe das Gefühl, sonst würde man dich nicht wahrnehmen. Schau jetzt, wenn ich mit deiner Frisur zum Beispiel rumlaufen würde, dann würde ich depressiv. Ja? Ich finde es jetzt zum Beispiel eine Provokation, mit so einer langweiligen Frisur rumzulaufen. Okay, danke, das ist ja grossartig. Du bist wirklich ein humorvoller Mensch. Weil mit 17 hast du mal so einen Irokesenschnitt gehabt. Und irgendwann in deinem Leben ist dann irgendwie auch noch was passiert. Ich weiss nicht, wem seine Idee selber war. Was ist auf der Schale von den meisten Eier? Genau. Die Frage ist natürlich, wie exhibitionistisch muss man sein, um so etwas freiwillig zu machen? Ja, da muss man vor allem keine staatlichen Subventionen nehmen als Schauspieler. Gehen wir doch jetzt auf den Artikel ein. Artikel heisst der Koran, die Bibel der Gewalt. Wie man hier sieht, das ist eine Handgranate, das ist eine Handgranate. Und tut eigentlich ein bisschen optisch umsetzen, was du dort eigentlich dann schreibst. Was war der Sinn von diesem Artikel? Hast du den Koran gelesen? Ich habe ihn weitestgehend gelesen. Weitestgehend gelesen heisst, wie viel vom Koran hast du gelesen? Du, mir geht es jetzt um deinen Artikel. Du hast einfach gelesen und unterstrichen die Sachen, die Sauren, die dir nicht geschmeckt haben, hast die zusammengefasst und hast Schlussfolgerungen genommen, oder? Können wir davon ausgehen, dass du den Koran nicht komplett gelesen hast? Nein, ich habe ihn nicht komplett gelesen. Das heisst, das disqualifiziert mich, mit dir zu sagen, was du da geschrieben hast. Das heisst, du weißt nicht, über was wir hier reden. Wieso? Wieso denn? Weil es nicht gelesen hast. Ja. Oh shit. Looks like Thiel is taking over the debate. Guess it's time to point out all flaws of Christianity and Western civilization, because this will absolutely fucking destroy all criticism of Islam.
Wir haben die Inquisition, ich muss nicht alles aufzählen. Wir haben Kreuzzüge, wir haben Päpste, die gesegnet haben, die nach Amerika gegangen sind, um die Indianer umzubringen. Der jüdische Gott, der auch dein Gott ist vom Alten Testament her, hat zum Beispiel die 10 Plagen in Ägypten gebracht. Das finde ich gemein mit den Plagen. Die Sklaverei war üblich, im ganzen Mittelalter war es üblich, bis 1860 in Amerika. Und wenn man das heute... Haltest du jetzt ein Plädoyer für die Sklaverei? Findest du das gut? Überhaupt nicht. Aber wenn man aus heutiger Sicht die Sklaverei verurteilt, ohne zu wissen, dass das über Jahrtausende eigentlich das Grundprinzip war und dann ein Religionsstifter so denunziert, dann finde ich das schändlich. Findest du aus damaliger Sicht Sklaverei gut? Ich kann es nicht aus damaliger Sicht beurteilen, ich kann es aus heutiger Sicht beurteilen. Und findest du es gut? Sklaverei, aber ich kann nicht. Dann müsstest du auch das Stammvater Abraham verurteilen. X andere Leute. Das ganze Mittelalter war nur voller Sklaverei, inklusive in der Schweiz. Die Massengeschichte ist voll von Leuten, die Krieg geführt haben. Die Französische Revolution, ich glaube, du betrachtest dich als Kind von der Aufklärung. Die Französische Revolution hat die Aufklärung gebracht, hat 200'000 Leute geköpft. Das ist furchtbar, oder? Das ist ja eben schrecklich. Ja, macht das jetzt Mohammed besser? Nein, aber es macht ihn auch nicht schlechter. Ich sage dir, dass du mit deinem oberflächlichen Wissen überhaupt keine historische Dimension in das hineinbringst, sondern du bist einfach ein Anstifter, einer, der Unfug in die Welt setzt, um Aufmerksamkeit überzukommen. Also der von uns, der kein Wissen hat über den Koran und über Mohammed, das bist ja du. Confirmed kill. Im Alten Testament sind 2 Götter. Der eine ist zornig, strafend, rächend. Und der andere ist liebend und verzeihend. Und das Volk Israel hat nie so recht gewusst, einer ist dem gefolgt, einer ist diesem. Im Neuen Testament ist nur noch vom liebenden, verzeihenden Gott die Rede. Du kannst alle Religionen nach dem messen. Was? Entweder haben sie den obersten Gott, das ist ein liebender, verzeihender, oder es ist ein strafender. Ja, aber es geht ja nicht, nein, es geht ja nicht in erster Linie Jedes darum, Mal, was wenn dort es in die steht. Tiefe geht, tust du abblocken. Nein, ich habe es verstanden. Das ist, weil Ich du habe an es der verstanden. Oberfläche kratzt, weil du ein Boulevard-Journalist ja. bist. Und du bist ein Boulevard-Politiker oder Journalist. Du bist gar kein Journalist. Du maskierst dich nur als Journalist. Du bist gar kein Journalist. Also, was sagst du zum Beispiel? Muslime sind böse gesagt irgendwo im Übergang zwischen Neandertaler und Homo sapiens stecken geblieben. Das zeigt Basis für dich. Du bist ein Rassist, und zwar ein ganz übler. Du bezeichnest Moslems, 1,6 Milliarden gibt es davon, das ist die zweitgrößte Religion der Welt, gerade nach den Christen, 2,2 Milliarden, als Untermenschen. Nimm da bitte Stellung zu diesem Satz. Im Rahmen. Also, ich weiß nicht, die Frage kommt gerade ein bisschen unvermutet und ich muss schon den ersten Strohmann aus dem Weg räumen. Ich kann auch ein paar Sätze zu Trump sagen, nachdem wir einiges gehört haben. Räumen Sie ruhig den ersten Strohmann aus dem Weg. Nee, da habe ich jetzt keine Lust dazu. Ich sage was zu Trump. Ja. Weißt du, ich hätte eine Idee für dich. Du könntest mal deine eigene Sendung anschauen, dann nimmst du alle unbrauchbaren Sätze irgendwie aus einem Zusammenhang und dann hast du eine Sendung und sagst, schau, der Schrott alles schon, habe ich gesagt, es wäre eine sehr lange Sendung. Ja, aber der Rassismus... Du kommst immer mit Rassismus. Ja. Islam ist eine Religion. Jeder kann Moslem werden. Mit Rasse hat das überhaupt nichts zu tun. Also, schau mal, ich habe das... Dass der Islam unter Religionsfreiheit geht, ist eine Frechheit. Das sagt auch ein Orientalist, auch der Professor Schlapp. Weil wenn du den Koran liest, merkst du, dass es nichts mit Religion zu tun hat, sondern dass es eine Staatsideologie ist. Im Koran wird nur die Anleitung geben, wenn man die Leute unterwerfen und unterdrücken. Wenn das unter Religionsfreiheit geht, dann muss der Nationalsozialismus und der Sozialismus auch unter Religionsfreiheit laufen. Umgekehrt, es ist genau umgekehrt. Hast du «Mein Kampf» gelesen? Ja, das habe ich gelesen, ja. Hast du das toll gefunden? Nein, das habe ich nicht toll gefunden. Also, du willst einfach immer ablenken. Hassschrift, eine Hassschrift, die nur Hass aus dir rausströmt, dass du das nicht checkst. Du hast das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, du glaubst, das sei Liebe, wenn du sagst, der Mohammed ist der schlimmste Religionsstifter auf allen Zeiten und ich habe es herausgefunden. Du verwechselst jetzt den Inhalt vom Koran mit dem, was über den Inhalt berichtet. Der Inhalt vom Koran ist voller Hass. Ja, und wenn das ich ist... sage, passet auf, das nicht... Buch ist voller Hass, ja, dann kannst du mir nicht Hass vorwerfen. Das ist Aufklärung. Nein, man könnte... Nein, Aufklärung. Jeder kann den Koran seit 1500 Jahren lesen. Aber du hast ihn immer noch nicht gelesen. Ja, aber ich muss ja nicht im Detail... Hast du jetzt wirklich das tibetische Totenbuch gelesen? Hey, du hast jetzt einfach das Gefühl, du kannst dir alles erlauben, weil ich jetzt den Koran Nein, wir nicht lese. reden über Religion. Das ist Ja, keine tiefe gut, aber Geschichte. Weißt du, der Koran, das ist heavy Geschichte. Da kannst du nicht Ja, aber ich habe das Alte Boulevard Testament gelesen, das Oberfläche Neue Testament gelesen und alle Und du Bücher findest von das Neue Max Frisch. Testament. Ja,
Ja, das ist, ich maße mir kein Urteil haben über Religionen. Ich tue nicht sagen, die eine ist richtig, die andere ist falsch. Der eine Gott ist gut, der andere Gott ist schlecht. Das mache ich nicht. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Das heisst, du schaust den Nationalsozialismus an und sagst, ich maße mir kein Urteil an. Ich finde das furchtbar. Ich finde es schlecht. Mein Kampf ist genau das Gleiche wie der Koran. Ich habe einfach das Gefühl, es ist eine Staatsideologie. Du bist einfach ein aufgeblasener Typ, der irgendwelchen Stuss erzählt. Nationalsozialismus ist eine Ideologie, das ist keine Religion. Islam ist Ideologie, ist keine Religion. Ist keine Religion. Nein. Und die Leute, die Moslems sind, haben keine Religion. Schau, ich habe genau den gleichen Liebgott, wie jeder Moslem, der an einen lieben, verzeihenden Gott glaubt. Aber was im Koran steht, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist eine Staatsideologie. Ja. Wir haben das auch gerade angetönt, mit dem Katholizismus, wo die Päpste mächtig war, ist das auch eine Staatsideologie. Das haben wir Gott sei Dank überwunden. Aber im Neuen Testament ist nur von Liebe und Verzeihung die Rede. Und trotzdem haben die Christen plötzlich irgendwie wieder an den zornigen Gott geglaubt und dann Kriege geführt. Ja. Im Koran ist nur vom zornigen Gott die Rede. Wenn du den Koran liest und das glaubst, dann fängst du an, andere Menschen umzubringen. Allah ist barmherzig, steht nicht drin. Es steht immer, Allah ist barmherzig und im nächsten Satz, und du musst alle Juden und Christen verfolgen und töten. Gut, das ist im Alten Testament, kann man es nachlesen, es ist genau dort übrig. Furchtbar, oder? Alle hat man umgebracht. Macht das den Koran besser? Nein, es ist genau aus dieser Zeit. Man hat immer Gegner alle umgebracht. Furchtbar, oder? Eben, das ist aber auch deine Findest du aber auch schlecht? Ja, Finde ich auch schlecht. Aber ich würde jetzt nicht wegen und dem... darum finde ich auch den Koran mies, weil genau das... Aber darum würde ich nicht das Alte Testament sagen, das ist eine Hassschrift, würde ich nicht sagen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber beim Koran sagst du es. Weil der Koran aufrufen zum Mord und Totschlag. Das Alte Testament ist Geschichtsschreiben. Es beschreibt, die haben sich gegenseitig Ringe eingeschlagen. Und das Alte Testament beschreibt, was dort passiert ist. Im Koran wird Mohammed aufrufen. Jeder, der das liest, ist verpflichtet, Andersgläubige umzubringen. Gut, das war eine neue Religion. Eine neue Religion. Er hat es beschrieben, nachher Päpste haben es gemacht und Kreuzzüge haben es gemacht. Furchtbar, das ist Mittelalter. Schrecklich. Mittelalter ist das gewesen. Und im Mittelalter ist das auch schlecht. Katastrophal. Voilà. Aber ich will nicht heute... Aber du möchtest es nicht sagen. Was? Aber du möchtest nicht sagen, Ja, du findest es so absolut. furchtbar. Ich lese nämlich hier und dann das Alte Testament. Und was dort zu und her geht, Schlimm, oder? katastrophal. Es ist eine Katastrophe. Aber wegen dem würde ich nicht heute aus dem Politik machen, oder? Sondern würde sagen, wir haben Gott sei Dank, nehmen wir das nicht mehr alles wörtlich. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Jeden Tag siehst du irgendeinen Islamisten, die andere köpfen. Und dann sagst du, wir sollten nicht darüber Politik machen. Die machen nur, was im Koran steht. Ja, darum genau, sage ich das. Darum sage ich das. Man muss das verhindern. Man muss das politisch machen, man muss es militärisch machen, man muss es mit Überzeugung machen, aber nicht indem man sich Nein, mit Aufklärung. Du bist das ist nicht aggressiv. Aufklärung. Das ist nicht Aufklärung sagen, schau mal, was in diesem Buch steht, ist böse. Okay, also, ich glaube, das führt uns nicht weit. Wir sind Du am hast Schluss mich von die dieser ganze Sendung. Sendung dauernd beleidigt. Meinst du du? klar, wie viele Beleidigungen das du ausmachst? Ehrlich? Ja, ich bin ein Rassist und weiss ich was. Ich habe dich zitiert. Zitiert. A few moments later. Ich war eigentlich auch nur Beobachter in diesem Gespräch. Ich weiss was habt ihr jetzt nicht, Gefühl, was wieso ist es schlussendlich so fast ein bisschen ausgeartet? Keine Ahnung. Jetzt habt ihr zuerst eben den Artikel veröffentlicht und auch ein paar Hassmails auf mich zugezogen. Und jetzt nach dem Gespräch, was habt ihr für Reaktionen nach dem Gespräch jetzt bekommen? Heute war der Tag sehr lustig. Ich laufe in die Stadt herum, gehe auf den Bahnhof, auf den Zug und sehe lauter Leute, die mich anlachen und winken. Also eher positive Reaktionen? Ja, relativ lustig. Bevor ich nun mit meinem Programm beginne, müssen wir noch kurz über den Liberalismus zu sprechen kommen. Die FDP in der Schweiz nennt sich nun neu FDP Wir Liberalen. Das stimmt aber nicht. Unsere FDP ist nicht mehr liberal, sie ist nur noch gesellschaftsliberal. Da besteht ein Unterschied. Liberalismus ist der Abbau von Gesetzen. Gesellschaftsliberalismus ist nur der Abbau von Moral. Ich liebe konservatives Publikum.